Ja, sie spiegelte schon auch die Politik wider, Kinder von Arbeiter und Bauern, wie es dann hieß, also ihnen das Studium zu ermöglichen. Und das war im Medizinstudium auf jeden Fall zu erkennen. Also das ist immer schwer im Nachhinein, also in meiner Seminargruppe stammten 2/3, sage ich mal, aus solchen Verhältnissen, einfachen Verhältnissen. Einige sind dann über die Arbeiter- und Bauernfakultät zum Studium gekommen. Aber das Besondere war in der Medizin auf jeden Fall, dass Arztkinder selber, Akademikerkinder im weiteren Sinne, entgegen der ja auch sehr dramatischen Darstellung jetzt in der Geschichte, die waren da. Das rührt ja auch aus den Entscheidungen Ende der 50er Jahre her, dass Kinder von Ärzten also sozusagen freie Studienmöglichkeiten hatten. Das war ja so ein Zugeständnis oder eine Regelung, um die Ärzte in der DDR zu halten. Aber das hat man schon gemerkt und natürlich, es war Berlin. Berlin war die Hauptstadt. Also in Berlin waren auch vielleicht mehr Kinder als in anderen medizinischen Hochschulen aus etablierten Schichten, ja, Kinder von Staatsfunktionären oder so. Also das war schon da. Aber ich denke, diese Grundhaltung, dass da als Einfachen, und mir ist es ja so gegangen, ich war ja keine Ausnahme, das war schon da und das spürte man auch. Also Dünkel oder so spielte eine relativ geringe Rolle in meiner Erinnerung. Interessant ist, dass der Anteil der Mädchen, der Frauen sehr hoch war. Das führte ja dazu, dass später dann wurde er noch höher als vorher, weil ja die Jungs in der Regel vorher 3 Jahre bei der NVA, bei der Armee, dienen sollten, bevor sie zum Studium kamen. Und das war für manche dann zu anstrengend. Sodass dann der Anteil der Frauen an den Medizinstudenten fast schon problematisch hoch wurde. Weil natürlich bestimmte Fachrichtungen in der Medizin, also auf in der körperlichen Belastung, chirurgische Fachdisziplinen auch schon männliches Element brauchen. Das spielte eine Rolle in der DDR. Den Anteil der Jungs, das war nach meiner Zeit später in den End 70er Jahren, 80er Jahren, genügend hochzuhalten.